Ja, und während man drinnen noch spricht, da gibt es jetzt eine Umfrage, die für ziemlich viel Aufregung sorgen dürfte, denn die AfD ist nun erstmals bundesweit vor der Union gelandet. In einer Erhebung von Ipsos kommt die Partei auf 25%. CDU, CSU dagegen stürzen um 5 Prozentpunkte ab auf nur noch 24%. Grüne und Linke, die liegen gleich auf. Professor Volker Kronenberg, der Politikwissenschaftler, ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Professor. Guten Tag, Frau Droste. Ja, das ist natürlich nun, ich sage mal, schwieriges Timing mit dieser Umfrage. Es hieß ja schon unionsintern, dass man gegen Ostern damit rechnen würde, dass die AfD dann auch in den Umfragen vorbeizieht. Nun ist es jetzt schon der Fall. Was raten Sie denn? Also sollte man am besten da vielleicht gar nicht so genau drauf gucken, wenn man heute eigentlich ja mit den Koalitionsverhandlungen beschäftigt ist? Ja, in der Tat, Frau Droste. Ich glaube schon, dass man auch sehr genau weiß, und das zeigt natürlich diese Umfrage, dass die Menschen immer ungeduldiger werden. Sie wollen jetzt konkrete Verhandlungsergebnisse. Sie wollen wissen, was auf sie zukommt, was diese Regierungsparteien sich vorgenommen haben für die nächsten 4 Jahre, wo sie das Land hinführen wollen in extrem unsicheren und schwierigen Zeiten, was an Entlastungen auf die Menschen zukommt und weniger Belastungen, was sich ändern soll, Stichwort Sondervermögen. Also man hat ja extrem viel Geld jetzt und dann ist die Frage, wohin soll das Ganze gehen und was verbindet sich jetzt mit dem angekündigten Politikwechsel und Migrationswechsel. Diese Umfrage jetzt, diese Werte auch der letzten Tage, dieses Hoch der AfD ist ein Stück weit ja insofern auch flüchtig, wenn es jetzt gelingen sollte, dieser künftigen Regierung Schwarz-Rot und gerade der Union jetzt hier sozusagen zu liefern, das, was man im Wahlkampf versprochen hat und vor allen Dingen die Probleme anpackt, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Wenn das gelingen sollte, dann werden die Werte der AfD im Zweifelsfalle auch nicht weiter steigen. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Enttäuschung groß ist, wenn das, was heute präsentiert wird, eben in hohem Maße an den Erwartungen der Menschen vorbeigeht, ja, dann wird im Zweifelsfalle eher davon auszugehen sein, dass die AfD weiter zulegen wird in den Umfragen. Marco Ranke, der hat ja gerade schon berichtet, dass man unionsintern offenbar auch schon Nachrichten verschickt, um die Erfolge herauszustellen, damit das Gebrummel vielleicht hinterher nicht sonderlich groß ist. Da geht es um Abschaffung von Bürgergeld etwa, dass man die Aktivrente einführt, dass man nicht mehr bei der Tagesarbeitszeit ist, sondern bei einer Wochenarbeitszeit. Andererseits höre ich allerdings oder lese von Carina Mösbauer von The Pioneer, dass auch der Soli bleiben soll, die Körperschaftssteuer ab 2028 erst gesenkt werden soll und dann immerhin mehr Wahlrecht bei den Unternehmen zwischen Körperschaftssteuer und Einkommenssteuer herrschen soll. Zumindest die wirtschaftlichen Punkte, die tragen doch eher die Handschrift der SPD. Oder wie würden Sie das beurteilen? Ja, Sie haben es ja selbst gesagt und auch der Kollege eben im Beitrag, das sind jetzt so Einzelpunkte. Ich würde jetzt etwas zurückhaltend sein wollen. Es wird auf das Gesamtbild ankommen und da werden dann im Zweifelsfalle auch noch 2, 3 andere Punkte hoffentlich, ja, angesichts natürlich dieser extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ich meine, Stichwort Trump und Zölle und anderes mehr. Also wenn es jetzt nicht der Politik gelingt, ja, sozusagen die Wirtschaft zu stimulieren, ja, also sie zu entlasten und hier Impulse zu setzen, dann weiß ich es natürlich auch nicht. Also warten wir doch mal ab. Der letzte Koalitionsvertrag hatte 144 Seiten, der Ampel. Was uns da heute erwarten wird, wie umfangreich nochmal, wie auch die einzelnen Punkte sind. Natürlich, Sie haben ein ganz zentrales Politikfeld angesprochen. Das ist natürlich Wirtschaft, damit verbunden sicherlich auch Steuern. Aber das Gesamtbild, weil wir ja auch über die Bürgerinnen und Bürger sprechen, das wird natürlich auch wesentlich davon abhängen, naja, was ist denn geliefert worden, wo man echt viel versprochen hat. Migrationspolitik und eben auch anderes mehr, Sicherheit, Verteidigung, Bürokratieabbau, Investitionen. Warten wir das mal ab und dann glaube ich, und da ist man dann wieder bei der Wirtschaft, die Psychologie, noch einmal, wie ist der Gesamteindruck? Ist das jetzt gelungen? Ist das wirklich ein Fund, mit dem Schwarz-Rot wuchern kann, mit dem es sich auch lohnt, von einem Aufbruch dieses zentralen Staates in Europa zu sprechen? Deutschland ist wieder da, will nach vorne gehen. Oder ist das im Grunde so das Ringen und der kleinste gemeinsame Nenner? Man hat sich da irgendwie zusammengewürgt. Das wollen wir mal nicht hoffen. Die Auswirkungen, wie wären
parteipolitisch, aber auch stimmungsmäßig in der Bevölkerung dramatisch. Aber gehen wir mal von was anderem aus. Ja, die Hoffnung, also wir brauchen sie ja auch alle. Sie haben da ja völlig recht, Herr Professor Cronenberg. Aber vor allem auch an der Basis der Union, da rumort es. Das hat jetzt eben auch Friedrich Merz sogar noch mal selbst öffentlich eingeräumt bei den Kollegen der Zeit. Sagt aber auch in dem Parteivorstand, da würden alle hinter ihm stehen. Aber ich finde das total interessant, dass jemand, der ja eigentlich diesen Wahlkampf für die Union massiv geprägt hat, ist ja Generalsekretär Carsten Linnemann, den man ja inzwischen überhaupt gar nicht mehr sieht. Also ist das vielleicht auch die Quittung, das Eingeständnis, dass in diesem Wahlkampf massiv etwas schiefgelaufen ist? Ja, natürlich, das ist erstaunlich zu beobachten. Das kann sich natürlich dann mit heute Nachmittag und in den nächsten Tagen, da wird es ja sehr stark auch auf den Generalsekretär alleine qua Funktion innerhalb der Partei ankommen. Das werden wir beobachten. Ich würde sagen, Frau Droste, es war ja sehr stark Friedrich Merz, der gerade auch den Schlussspurt dieses Wahlkampfs bestimmt hat, auch mit der Themensetzung, mit der Entscheidung, einen Entschließungsantrag all in, ich schaue nicht rechts und nicht links, dann sozusagen auch nochmal Abstimmung herbeizuführen. Und Sie haben ja völlig recht, das ist ja überhaupt nicht optimal gelaufen. Die Union hat davon nicht profitiert, seien wir ehrlich, das war kein glänzendes Unionswahlergebnis, obwohl die Ampel auseinandergebrochen ist. Aber das wird weniger sicherlich auf das Konto von Carsten Linnemann einzahlen. Wir dürfen ja nicht vergessen, er hat diesen Grundsatzprogrammprozess wirklich sehr professionell geleistet und gemanagt. Warten wir ab. Das ist einerseits natürlich das Prinzip Hoffnung, aber das grundiert dann auf der anderen Seite auch, und das haben Sie gerade angesprochen, völlig zu Recht natürlich, auf Erwartungen, knallharten Erwartungen innerhalb der Parteimandatsträger. Das ist ja nicht nur die Fraktion, die heute um 18 Uhr im Reichstag zusammenkommt, sondern das ist in den Landesverbänden. Wir haben starke Ministerpräsidenten. Das sind kommunale Verantwortungsträger. Und hier hofft man nicht nur, dass es irgendwie jetzt gut sein wird, was man heute Nachmittag präsentiert, sondern das ist der Erwartungsdruck. Die da jetzt noch zusammensitzen, die brauchen wirklich starke Nerven, und die müssen jetzt tatsächlich unter Beweis stellen, dass sie diesem Druck, nochmal, das ist parteiinterner Druck, den Sie angesprochen haben, aber das ist natürlich auch Druck von außen. Sie haben die Wirtschaft genannt, aber nehmen Sie Trump, nehmen Sie Europa, nehmen Sie Putin, nehmen Sie den Krieg, nehmen Sie China, anderes mehr. Also in der jetzigen Zeit staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, fordert natürlich auch von denen, die jetzt auf den letzten Metern zusammensitzen, heute Nachmittag vor die Presse treten, fordert von denen auch Extremes. Insofern wollen wir auch konzidieren, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dann auch etwas präsentieren, was der Erwartung, über die wir eben gesprochen haben, in der Bevölkerung auch gerecht werden soll. Das muss man anerkennen, aber der Schuss muss eben auch sitzen. Ich danke Ihnen wie immer für die Analyse, Herr Professor Cronenberg. Ich danke Ihnen, Frau Droste. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch.